Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier einen Dell XPS 13 und zwar ein 7390 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt, aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung steht bei diesem Gerät nicht direkt mit dabei. Dafür gibt es eine Service-Tag-Nummer und die kann man auf der Dell-Webseite eingeben und bekommt darüber die genaue Modellbezeichnung, mit der ihr dann auch super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop findet. Generell lässt sich noch zu dem Gerät sagen, dass man das Display nur als komplette Einheit tauschen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man die komplette Unit dann auch abbauen muss. Bei der Tastatur ist es so, dass man die zwar einzeln tauschen kann, aber dafür trotzdem alles aus dem Gehäuse rausnehmen muss. Das Touchpad kann man hier nicht einzeln tauschen, das ist im Topcase mit dabei. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und ja, als Aufsatz nehme ich hier ein T5 für die Torx-Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Bei diesem Gerät ist es so, dass man den RAM nicht einzeln tauschen oder erweitern kann. Der ist auf das Gerät aufgelötet. Was man hier allerdings noch sehen kann, ist die SSD, die sich hier unter einer kleinen Abdeckung befindet.
Und hier sehen wir die Lüfter und den Heatsink. Um den Akku jetzt zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Wobei diese eine Schraube hier oben etwas kürzer ist, das heißt, die sollte man getrennt aufbewahren. Und dafür müssen wir jetzt auch den Aufsatz wechseln. Das sind keine Torx-Schrauben, sondern ganz normale Kreuzschrauben. Und dafür nehmen wir hier ein PH0. Wenn die Schrauben dann alle draußen sind, kann man den Akku einfach aus dem Gerät herausnehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. So, unter dieser Abdeckung hier befindet sich die SSD. Und um die auszutauschen, muss man erst die Abdeckung abschrauben und dann kann man die Abdeckung einfach ein bisschen seitlich wegziehen. Und darunter ist dann die eigentliche SSD. Die kann man dann einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Und wenn die super fest sitzt, kann man auch ganz vorsichtig mit einer kleinen Hilfe drunter fassen und die dann einfach ein bisschen hochhebeln, wenn die unten so ein bisschen dran geklebt ist. Die neue SSD wird dann einfach wieder in den Slot reingesteckt. Dann drückt man die so ein bisschen nach unten, macht dann die Metallabdeckung einfach wieder drüber. Die kann man dann eben da einschieben und dann wird beides einfach wieder verschraubt. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Dafür muss man diese 4 Schrauben hier am Heatsink selber lösen. Auch die Schrauben vom Lüfter selber müssen noch gelöst werden. Und natürlich auch beide Kabel, die den Lüfter mit dem Mainboard verbinden, muss man rausnehmen. Und danach kann man den kompletten Lüfter inklusive Heatsink nach oben hin abnehmen und gegebenenfalls ersetzen. Die Wärmeleitpaste ist meistens bei dem neuen Lüfter mit dabei. Sollte man vorher aber schauen. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.